Nunca termina lo que empiezas. No hubo ni una despedida. No sé si es que te crees mucho o es que estás perdida. Esto es como un rompe. Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny Dekoriert. Und wer ist noch dabei? Der Kameramann Micha. Genau, ganz flott von der Arbeit. Ich habe hier schon mal eben die ganze Wand weggemacht auf der Terrasse, ne? Unsere ganzen Apfelkisten. Und wir wollen nämlich jetzt noch schnell eine Herbstdeko mit euch machen. Und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Hier ist die Wand und hier oben in der Infobox könnt ihr mal gucken, da haben wir die Wand im Frühjahr gemacht, oder? Im Frühjahr, ja. Genau, das war Frühjahrsdeko mit den Apfelkisten. Und die haben wir auch noch, weil die zeigen wir euch mal. Guck mal, Micha. Die habe ich einmal komplett abgemacht, ein bisschen mit dem Feger mal eben weg. Da war natürlich ordentlich was los. Die mussten jetzt leider sich ein anderes Plätzchen suchen. Und genau, hier haben wir die Kisten und hier rechts neben mir haben wir die Pflanzen. Und da wir vorne den Eingang relativ hell gemacht haben, hier oben in der Infobox könnt ihr auch noch mal gucken, da findet ihr den Eingang, haben wir gesagt, auf der Terrasse bleiben wir so in diesen Herbsttönen. Da hinten die Wände, die mit der Heide, ich zeige euch die mal eben. Die sind nämlich auf der anderen Seite. Hier könnt ihr auch noch mal in der Infobox gucken, die hatten wir ja gerade eben bepflanzt. Und den Weidenkorb, den hatten wir im Frühjahr bepflanzt. Den habe ich komplett ausgeleert. Hier sieht man sogar noch die Mülltüte. Das war Wahnsinn, wie hier die Pflanzen gekommen sind. Wirklich jetzt bis heute. Die Rosen kommen auch ins Beet. Und die anderen Pflanzen, die Sommerpflanzen, müssen leider gehen. Aber wir wollen jetzt hier die ganze Wand in diesen herbstlichen Tönen machen. Und dann gehen wir mal rüber zu den anderen Blumen. Und die zeigen wir euch mal, weil ich nämlich einiges schon hatte. Ich hatte nur gewartet, dass wir bald pflanzen können. Also ich habe hier unheimlich viel verschiedene Heidearten. Und was ich auch total schön finde, auch ganz, ganz viele verschiedene Farben. Die haben wir jetzt gerade nochmal neu gehabt. Das sind 3 Töne, würde ich mal sagen, ne, mit diesen hellen und dunkelgrünen. Das ist total fantastisch. Und die sind auch ein bisschen kleiner, die Töpfe. Das finde ich natürlich auch wunderbar. Und dann habe ich hier nochmal das Sedum, was ich heute mitgenommen habe. Dann, ich glaube, das ist auch so eine Zuckerhutfichte, oder? Das hatte mir eine Abonnentin nämlich geschrieben. Und dann habe ich hier noch Reste vom Mühlenbeck. Ja, das sind alles Reste, die wir noch hatten. Hier haben wir auch noch Mühlenbeck. Ja, das ist hier dieser Bodendecker, so eine Art Efeu, fand ich total schön. Was haben wir noch? Die Dahlien fand ich richtig klasse. Einmal in Orange und ich konnte nicht anders. Ich habe die auch noch mal in Gelb mitgenommen. Und die andere Dahlie, guck mal, ein wunderschönes Gelb. Also ich finde diese Kombi mit diesen rötlich-braun und dann dieses tolle Gelb und diese ganzen Knospen, die fand ich total fantastisch. Die kommen danach auch tatsächlich alle in den Garten, so wie dieser Himmelsbambus, finde ich auch schön von der Farbgebung. Habe ich auch 2 Stück mitgenommen. Dann hier nochmal diese tollen Gräser. Die haben immer Platz, gerade hinten bei uns am Gartenteich. Finden die alle nachher ihren Platz. Da haben wir einmal den Stacheldraht. Michael, vielleicht kannst du da nochmal rangehen mit der Kamera. Genau, das ist eine Carlo, über Kopf ist schwierig, Lysin Machia, genau. Genau, finde ich total schön, weil die auch wieder in diesen Rot-Braun-Tönen und hier auch ein bisschen Gelb. Also es wird ein ganz herbstlicher Mix mit dieser Heide und leicht Gelb-Orange-Tönen und ein bisschen Zierkohl und ein bisschen Efeu. Und auf dieser Seite sind tatsächlich alle Reste, die ich in den Apfelkisten hatte. Es sind einige Sachen gewesen, die habe ich jetzt in Schuppen getan. Das war mir einfach zu frühlingsmäßig. Aber ich finde jetzt so diese Vintage-Geschichten passen immer, diese Ziegelform. Und das finde ich auch total klasse. Das hatte ich mir mal vor über einem halben Jahr geholt und leider nie bepflanzt. Und ich denke, das wird heute bepflanzt. Guckt hier unten in der Infobox. Da findet ihr den Link zu unserer Webseite, weil die gibt es nämlich noch auf Hof Oelkers. Und was gibt es nämlich noch? Und das ist neu. Und das finde ich total klasse. Das sind nämlich diese Moospäckchen. Das ist eben gepresstes, frisches Moos in 3 verschiedenen Varianten, würde ich mal sagen. Ne? Hier ist so ein helleres mit drin. Genau, das gibt es jetzt auch im Online-Shop.
Und nicht alle Lichterketten sind bis jetzt gekommen. Also es gibt eine Outdoor-Lichterkette. Leider ist die noch nicht gekommen. Sobald die da ist, wird die aber auch im Online-Shop mit eingepflegt. Aber diese zum Beispiel haben wir jetzt schon mal bekommen. Das sind immer diese Bündellichterketten, 40er, 60er. Und die habe ich jetzt mal dieses Jahr neu bei uns in der Deko. Das ist eine 100er. Und die finde ich eigentlich auch ganz nett. Ich glaube, die kommen heute mit rein. Und ich würde sagen, es geht los. Jawohl. Guck mal, und dieses Duett, das nehme ich, weil da habe ich nämlich 3 Stück. Und die, finde ich, passen perfekt. Die sind ja auch schon ewig hier, ne? In unsere Töpfe hier an der Wand. Und da nehme ich sie mir jetzt alle 3 erstmal aus dem Topf raus. Berechne wieder so ein bisschen hier das Wurzelwerk auf. Und fülle jetzt das hier komplett mit Erde auf. Da mache ich jetzt alle 3. 3 sind bepflanzt, zeigen wir euch gleich. Und dieser hier, den finde ich auch total schön hier mit dem Engel. Den lege ich jetzt so wie drüben auf der anderen Seite auch nochmal mit Moos aus. Mit diesem wunderbaren Metallkorb, mit diesem Moos drinne, finde ich total natürlich. Finde ich so schön. Und jetzt gucke ich mal, welche Pflanze wir reinmachen. Eine Abonnentin hatte mir geschrieben, ob ich nicht Angst habe, dass das da durchgeht. Nein, also ich habe die Erfahrung jetzt schon fast ein Jahr mit den Körben da drüben. Und das Moos ist so super, das nimmt so gut die Feuchtigkeit. Und wir gießen ja wirklich in Maßen, also wir kippen das da nicht rein. Und wir haben da gar keine Probleme. Also es bleibt wirklich super drin. Hier rechts, wunderbar, die Heide, ein super Übergang. Und zwar heißt das Ayuga. Also so, ich zeige es auch noch mal eben, genau, auch die nehme ich mir aus dem Topf und die kommt jetzt daneben und werde jetzt die Lücken jetzt hier noch mal eben mit Erde auffüllen und jetzt haben wir hier eine ganz natürliche Farbgebung. Komplett anders diesmal und mir gefällt das wirklich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin gespannt, wenn die so richtig schön rüber wachsen, da mache ich das gleich noch mal eben so, kriegen auch nachher noch mal ein bisschen Wasser. Und nochmal abgefegt. Guck mal, da hinten haben wir unsere Mangoholzkugel. Holz ist zwar ein bisschen ausgeblichen, aber ist wunderbar. Genau, und die bleibt da auch stehen. Und jetzt geht es nämlich weiter. Und jetzt werde ich die Kisten hier wieder zu einer Wand aufstellen. Guck mal, Micha, der Kürbis. Der passt doch noch ganz gut hier hin, oder? Der passt da hin. Genau, den hatten wir nämlich auch gerade gemacht. Den hatten wir super als Tischdeko. Mit anderen Kürbissen auch. Der ist jetzt schon einige Tage alt. Aber ich finde, die Hortensien sind noch ganz schön da drin. Und die Chrysanthemen auch. Und deswegen finde ich, können wir den hier oben zum Herbst noch stehen lassen. Und die kleinen Feuerholzstücke, die wir ja immer haben, die kommen jetzt hier einfach in die Zwischenräume wieder rein. Das Rauschen kommt von der Rotflügel von uns, ne? Ja. Ja, da ist echt ordentlich Wind. Ich hoffe, es stört jetzt nicht so doll. Das ist jetzt die letzte Kiste gewesen. Ich habe da kein Schema, wie ich das mache. Ich fand das jetzt 2 hochkant ganz schön, wenn die noch ein bisschen nach oben stehen. Und das gibt das noch ein bisschen Abwechslung. Und das Holz einfach überall in die Lücken reingesteckt. Und es geht weiter mit den Pflanzen. 우연히 듣게 된 그 노래 나도 Das Efeu, das war eigentlich da oben in dem Korb drin. Da hatte ich meine Deko gemacht mit Moos um den Tontopf. Der ist auch noch super schön. Aber das kann jetzt hier raus. Das ist nämlich super schön geworden. Und ich würde das gerne. Ich würde tatsächlich gerne die Krone hier in den Weidenkorb mit einarbeiten und möchte gerne das Efeu, dass das so hier hochranken kann, weil ich finde, es gibt wunderbare Höhe und eben nochmal so ein, ja, nochmal ordentlich Charme und das mache ich mir jetzt einfach mal rein und ich finde, diese Töne sind auch wirklich fantastisch. Ich würde gerne hier noch eine weiße und dann einfach nochmal so eine lila Heide, das Sedum und vorne nochmal das Blatt. Und ich stelle mir die jetzt hier in Position, hole mir meine Erde und fülle hier erstmal alle Lücken auf. So, jetzt haben wir die Erde schön aufgefüllt. Wunderbar mit dem Moos. Gerade hier hinten, wo wir die großen Lücken haben.
werde ich jetzt noch mal alles ein bisschen mit Mousse bedecken und vorne auch. Wo ich gerade hier stehe, ich kann euch das noch mal eben hier oder wir einmal mal rüberschwenken. Da haben wir ja die beiden Krönchen mit der Heide. Das kommt auch super hier draußen. Und hier haben wir noch mal das Windlicht, was kaputt war, mit dem Sedum und oben. Und guck mal, die fangen sogar oben an zu blühen. Also sind wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Ist das alles hier gekommen und ja, fantastisch. Aber wir machen weiter mit dem Weidekorb. So, jetzt haben wir alles schön aufgefüllt und ich werde jetzt hier meine Krone ganz vorsichtig, ich habe extra hier genug Platz gelassen, einfach in den Korb reinstellen und jetzt vorsichtig mir das Efeu nach oben holen und dann kann das nämlich wunderbar hier nach oben hin ranken. Und das heißt, wir haben jetzt eine wunderbare Höhe bekommen. Man kann es auch super mit Draht eingestellt machen. Das könnten wir eigentlich auch mal machen, so einen Film, genau. Mit Draht, wo man auch mit Mühlenbeck ja eine super Rankhilfe machen kann. Das machen wir mal. So, und ich finde, so ist es da schon gar nicht so schlecht, oder? Wie sieht es von vorne aus, Micha? Das sieht gut aus. Ja? Ja. Ich habe jetzt noch so einen kleinen Rest gehabt von dem anderen Efeu, von dieser Rankpflanze. Und ich finde, das ist ganz schön, wenn wir das hier vorne weg jetzt nochmal haben und nochmal ein bisschen Grün auch nach unten hin kommt. Man hätte jetzt auch schön das Mühlenbeck hier nehmen können, aber ich denke, so ist das dann ganz gut. Und einen kleinen alten Zapfen, der kommt auch noch da rein. Ganz natürlich und herzlich. Und guck mal, unser Ostwindlicht, das passt doch eigentlich. Auch hier mit der Wand, glaube ich, haben wir dann so ein Thema. Da kommt jetzt noch so eine LED-Echtwachskerze, die kann abends angehen. Und ich glaube, das passt. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Das sind unsere Weidenkörbe, wo wir immer unsere Ernte drin haben oder wie gesagt auch Unkraut. Wir haben überall immer einen stehen. Ich habe mir jetzt mal eben 3 geholt und da kommt jetzt einfach so Müllsack rein. Und da mache ich jetzt auch Löcher rein, damit das Wasser ablaufen kann und wir keine Staunässe kriegen. Und fülle das jetzt mit Erde auf. Guck mal, ich habe hier so einen alten Kartoffelsack, habe ich einfach mal eben, der war eh kaputt. Und den habe ich mir jetzt noch mal eben in 2 Hälften gemacht. Ich zeige euch das mal, weil das finde ich wirklich auch mal sehr, sehr niedlich. Einfach so ein bisschen Jute hier an die Seite. Sieht sehr natürlich aus. Ich mag das sehr gerne. Und das schützt natürlich jetzt hier an den Seiten auch, dass da nichts rausgeht. Und jetzt fülle ich mir hier die einfach mal ein bisschen hier mit Erde auf. Silberhaargras, guck mal. Das ist auch total schön. Das habe ich ja noch eben gefunden. Und dann dieser Himmelsbambus. Mensch, das sind Namen, oder? Ja. Das kann ja nur gut werden. Nein, aber wie gesagt, also ich finde diese Kombi immer grün und dann dieses braun-rote fantastisch. Also ich habe mir das einfach hier jetzt mal so ein bisschen in Position gemacht und einfach geguckt, dass wir so ein bisschen grün, ein bisschen rot-braun, ja so eine richtig schöne Mischung haben. Und ich nehme mir die jetzt hier erstmal aus. Ich persönlich finde es immer schön, wenn man es gegenüberliegen hat und nicht so hintereinander. Das finde ich immer ganz nett. Und ich nehme die jetzt erstmal aus den Töpfen und pflanze mir die hier ein. Vorne noch so ein bisschen Mais, passend jetzt zur Zeit. Und da kommt jetzt noch ein bisschen zur Erhöhung Moos unter und dann sind wir fertig. Das große Körbchen haben wir jetzt hier unten als Abschluss von den Kisten. Finde ich ganz hübsch. Da hatten wir vorher das Windlicht. Und hier oben kommt jetzt der kleinere Korb. Und den finde ich auch sehr schön. Ganz kompakt. Und alle haben jetzt noch ein bisschen Platz. Und da kann jetzt noch ein Kürbis mit rein. Ich finde, der Mais passt besser, oder? Der Kürbis war ein bisschen groß. Und jetzt mache ich nochmal den dritten Korb fertig. Wir brauchen hier ein Trio. Warum? Weil der ist rund und viel zu wuchtig für die Kisten. Guck mal, da habe ich überhaupt gar nicht dran gedacht. Aber ich finde so, und wenn hier die LED drin sind, ist das eine tolle Gruppe. Da oben haben wir die Wandkästen bepflanzt und wir gehen wieder weiter zu unseren Kisten. Jetzt haben wir noch einen Hängekorb, den haben wir nämlich hier an der Terrassentür. Und da habe ich den Rest von dem Mühlenbeck, ja, das haben wir auch schon die ganze Zeit hier draußen. Das habe ich einfach hier vorne reingelegt. Und da habe ich jetzt kein Moos drauf gemacht und den hänge ich jetzt auf. Ich habe kein Moos mehr. Ich habe mir jetzt den Rest hier von diesem Tontopf noch abgemacht. Das nehme ich jetzt für unten als Schutz. Alles, was ich noch hatte, habe ich jetzt einfach mal außen rum gemacht.
und mache jetzt hier nochmal eben Erde rein. Und hier kommt jetzt unsere Tanne rein und die kleinen Heidetöpfchen in Weiß. Hier nochmal das kleine Trio, sage ich einfach mal. Und hier hinten habe ich auch nochmal dieses wunderbare, die heißt Lena. Siehst du, jetzt habe ich es. Die heißt Lena, die Heide. Und wie gesagt, die kommen alle danach bei uns vorne im Vorgarten. Wir haben da eh schon, ja, die typische Erika eben, die sowieso auch hier in der Lüneburger Heide komplett blüht. Und die kommen aber eben alle dann auch nochmal dazu. Und im Schuppen gefunden die Tüte mit dem spanischen Moos. Und das finde ich jetzt richtig schön, weil hier jetzt doch nochmal so ein bisschen Helligkeit und nicht mehr so triste ist. Gerade jetzt hier mit diesem Rostkorb. Und hier guckt man mich ja nebenan. Da habe ich das jetzt hier auch einfach nochmal so ein bisschen reingesteckt hier vorne, damit das einfach nochmal so natürlich rausguckt. So, das Körbchen ist fertig und hier oben draufgestellt. Kerzenständer da, das kleine Huhn da. Dann haben wir schon mal die Lücken gefüllt. Und die beiden Pokale habe ich jetzt hier, guck mal, mit dem Gras gefüllt. Das andere hier auch mit dem Gras. Und ja, Micha sagt, wir müssen uns beeilen. Es fängt nämlich gleich an zu regnen. Das andere Hühnchen hier finde ich ganz gut, so übereinander. Dann haben wir hier nochmal diese Vintage-Kronen. Und das sind ja Teelichthalter. Da können wir nachher wunderbar Echtwachs-Teelichter oder eben auch elektrische machen. Und hier unten auch nochmal eins. Und die Kürbisse, die wir gepotscht hatten, da ist das Laub nämlich jetzt auch wunderbar. Guck mal, wie schön braun das geworden ist. Und ich finde, also lieben Gruß an eine Abonnentin, die mich fragte, hast du sie in den Apfelkisten? Ja, sie kommen jetzt hier rein. Und den anderen, finde ich, den können wir da reinstellen. Das grüne Windlicht, auch hier unten, finde ich ganz gut. Dann haben wir überall so ein paar Lichtquellen. Und hier haben wir auch nochmal, guck mal, so einen Teelichthalter. Den habe ich gar nicht sauber gemacht. Hier kann das Glück reinfallen. Guck mal, jetzt habe ich hier vorne einfach nochmal ein bisschen Heide eingepflanzt. Und hier in unserer Ziegelform habe ich jetzt auch noch mal eben hier 3 Pflänzchen reingemacht, weil wir haben tatsächlich wirklich, wirklich viele Pflanzen. Und wir werden auf alle Fälle die Dahlien und da hinten die Gräser, da machen wir jetzt noch ein Video. Heute kommen die hier nicht mehr mit rein, das wird zu viel. Aber guck mal, das wunderbare Moos hier, das finde ich jetzt fantastisch. Hier zur Heide dazu, da werde ich mir das hier oben ein bisschen mit verkleiden. Hier muss man natürlich ein bisschen aufpassen wegen der Staunässe. Ups. Und die Wanne, unsere Zinkwanne, das war nämlich ein Mini-Teich, die hatten wir vor kurzem gerade jetzt leer gemacht. Die Pflanzen sind jetzt alle im Teich und da werden auf alle Fälle nochmal die anderen Pflanzen bepflanzt. Die kommen da rein, da machen wir natürlich mit euch ein Video. Finde ich auch ganz schön, das passt hier auch ganz gut zu diesem dunklen. Das setze ich hier einfach jetzt nochmal da rein und ein bisschen davor und werde jetzt auch hier nochmal mit dem Moos, guck mal, das ist auch ganz schön, das auch nochmal ein bisschen verkleiden. Was ich noch habe, hier ist gerade so ein Ast, den hatte ich mit Sophie gefunden vor ein paar Tagen. Da sind die Kastanien, der ist aufgesprungen und die habe ich mir jetzt vorhin, als ich hier aufgeräumt habe, rausgenommen. Und ich finde, die passen wunderbar hier in diese Pflanzen rein. Landmaschinen laufen. Genau, aber ich habe das mal verändert. Ich habe da oben die Teelichter und hier unten kommt jetzt unsere Bepflanzung rein. Und der kommt jetzt erstmal hier hin. Der ist natürlich auch super für eine Tischdeko. Was man auch machen kann, man kann die auch abschrauben. Dann hat man dieses Gestänge nicht, wenn man sagt, ich brauche einfach nur mal was Flaches. Aber das ist natürlich auch perfekt nachher für Efeu oder für Rangpflanzen. Die Kürbisse, ich finde, da kann jeweils noch mal so ein Kürbis mit rein. Es wird windig, der Regen kommt, oder? Der kommt gleich, ja, glaube ich auch. Also, Kann. Kann kommen. Also ich denke auch schon. Aber wir haben es gerade noch so geschafft und das ist nämlich heute unser Thema gewesen. Eine Wanddeko, da hinten stehen noch Pflanzen, die wir jetzt heute nicht geschafft haben. Die werden beim nächsten Video aber verpflanzt. Und hier ist einmal unsere Herbstdeko mit ganz natürlichen mit Pflanzen und Deko.
ein paar natürliche Deko-Artikel dazu. Ihr Lieben, und wenn euch das heute inspiriert hat, würden wir uns ja über einen Daumen hoch freuen. Kostenloses Abo wisst ihr ja. Und hier unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zur Homepage von Hof Oelkers, zu unserer Webseite. Da sind auch noch mehr Fotos. Und ich werde definitiv Bilder machen, wenn das hier leuchtet. Oder wenn nicht sogar noch ein kleines Video jetzt hinten dran. Also ihr Lieben, es hat uns super viel Spaß gemacht, oder Micha? Ja, und die ganzen Fotos, die mache ich dann auf der Webseite, auf unserer Webseite. Genau, auf die Webseite. Da kommen die anderen Bilder dann auch raus. Also ihr Lieben, wir freuen uns auf euch, die Tage, eure Conny und Euer Micha, euer Kameramann. bis denn. Macht's gut. Tschüss. Oiga, señorita, tú me quieres nada más, porque no sabes amar. No me digas que es verdad, que ni me la creo. Tú me quieres nada más, porque no sabes amar. Soy es fake lo que me das. Si así se dio fácil, explícame entonces cómo fue. Dijiste te amo 1000 veces, bebé.